Willkommen auf meinem Kanal und willkommen zur Madagaskar-Reisekostenkalkulation. Nachdem es im letzten Video um die Top-Sehenswürdigkeiten auf Madagaskar ging, möchte ich in diesem Video alle Kosten und Preise, die euch dort erwarten, ansprechen. Vielleicht hier ein paar Worte vorweg. Madagaskar ist ein Inselland und dementsprechend können Preise für Importgüter unverhältnismäßig teuer sein. Das heißt, einige Produkte, die ihr vielleicht von zu Hause gewohnt seid, gibt es eventuell, sind da aber mit höheren Kosten verbunden, da sie eben importiert werden müssen und nicht vergleichbar sind mit Produkten aus eigener Herstellung und eigener Landwirtschaft. Die folgenden Preise basieren auf meiner eigenen persönlichen Reiseerfahrung und können dementsprechend je nach Reiseveranstalter, Saison oder anderen Umständen natürlich variieren. So, jetzt wollen wir uns aber ans Rechnen machen. Zunächst zu den Flügen und dem Transport vor Ort. Flugpreise von Europa liegen in der Regel zwischen 400 und 700 Euro. Da kommt es natürlich darauf an, wie flexibel ihr mit den Daten seid und wie lange im Voraus ihr buchen könnt. Baut ihr wie wir einen Inlandsflug von Tulia nach Antananarivo ein, um euch die Reisezeit im Auto zu verkürzen, dann kostet der in der Regel zwischen 180 und 200 Euro. Dort ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ihr den im Voraus bucht. Wenn ihr mein Video zu der Reiseplanung noch nicht gesehen habt, dann linke ich das hier oben in der Ecke. Das dürft ihr euch natürlich auch sehr, sehr gerne anschauen. Nur zum Transport vor Ort. Hier hängen die Kosten stark davon ab, wie groß euer Komfortbedürfnis ist. Wie bereits in den letzten Videos angedeutet, würde ich davon abraten, ein Auto zu mieten und selbst zu fahren. Denn ein persönlicher Fahrer kann nicht nur ein Auge auf eure Sachen werfen, sondern kennt sich bestens mit der Region und den Straßenverhältnissen aus und kann euch auch noch einiges zum Land und der Kultur erzählen. Ein privater Fahrer lässt sich am besten über einen privaten Reiseveranstalter organisieren und buchen und kostet in der Regel 500 bis 700 Euro für 14 Tage inklusive Trinkgeld und Benzin. Basierend auf unserer eigenen Reiseerfahrung kann ich euch den lokalen Reiseveranstalter Mora Travel wirklich wärmstens empfehlen. Der hilft euch gerne dabei, eine perfekte Reiseroute auszutüfteln und einen 100% vertrauenswürdigen Fahrer zu organisieren. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen ist zwar möglich, das sind die sogenannten Taxi Bruges, aber um einiges langsamer und um einiges beschwerlicher. Wenn ihr es aber darauf ankommen lassen wollt und ganz, ganz viel Zeit habt, dann könnt ihr dort locker 300 bis 400 Euro einsparen. Die Unterkünfte auf Madagaskar liegen natürlich auch preislich von bis. Das heißt, es gibt Budgetunterkünfte, es gibt gehobenere Preisklasse, Mittelklasse. Ihr könnt euch eine Reise nach Madagaskar aber nicht so vorstellen wie eine Reise nach Europa oder Amerika. Es ist nicht so, dass es in jedem Ort die große Auswahl zwischen Budgetunterkünften, Mittelklasse und Luxusunterkünften gibt. Natürlich werdet ihr in den mehr touristischen Orten, so wie Tulia an der Küste, Neusiedl im Norden oder Antananarivo, der Hauptstadt, auch alles vorfinden, inklusive Luxushotels mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen, ob die nun notwendig sind oder nicht, tollem Personal, exzellenter Sauberkeit und all diesen Sachen. Ihr werdet aber eventuell auch in abgelegenere Gebiete reisen, in denen es eben nur 2, 3 Unterkünfte gibt und da habt ihr dann vielleicht nur die Wahl zwischen Budget und Mittelklasse. Unsere Unterkünfte haben sich preislich alle so zwischen 30 und 50 Euro bewegt und ich muss sagen, dass wir mit dem Standard der Sauberkeit, der Sicherheit und dem Komfort wirklich sehr, sehr zufrieden waren. Wow, dieses Zimmer ist der Wahnsinn. Budgetunterkünfte in Form von privat geführten Gästehäusern sind vorhanden, können aber nicht im Voraus und schon gar nicht übers Internet gebucht werden. Also wenn ihr so spontan seid, dann findet ihr bestimmt auch die ein oder andere Budgetunterkunft und die kostet dann nie mehr als 10 Euro die Nacht. Ist aber dementsprechend natürlich auch nicht ganz so komfortabel und eventuell auch nicht ganz so sicher. Verpflegung, Essen und Trinken. Hier werdet ihr preislich wohl die größten Unterschiede finden zwischen den Preisen der lokalen Bevölkerung und touristischen Preisen. Auf dem Wochenmarkt könnt ihr locker ein halbes Kilo Mango für 10 Cent kaufen. In einem Restaurant kostet der Smoothie dann aber schon 3 Euro. Wie bereits angesprochen sind natürlich Preise für lokale Produkte, die aus der eigenen Landwirtschaft stammen, um einiges günstiger und im Verhältnis zu Europa sehr, sehr preiswert. Generell sind Preise für saisonales Gemüse, saisonales Obst sehr, sehr günstig. Und es gibt auch am Straßenrand oft Händler, die Teigtaschen verkaufen, also die sind perfekt für kleine Snacks für unterwegs. Das haben wir auch einige Male gemacht. Weil diese Gegend so unglaublich gut für Landwirtschaft ist, haben wir einen kleinen Stopp an der Straßenseite gemacht und ein paar Karotten gekauft. So gut.
und sind auch ohne größere Probleme mit dem Magen davongekommen. Wenn ihr aber einen etwas sensibleren Magen habt, dann würde ich das vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Aber ja, das müsst ihr selbst für euch rausfinden. Die meisten Gaststätten bieten einen Mittagstisch an, der meist aus einem Fleischgericht und einer Beilage aus Reis, eventuell Salat besteht und nie mehr als 3 oder 4 Euro kostet. Das günstigste Fleisch ist hier Sibu, was so wie etwas zähes Rindfleisch schmeckt, aber vollkommen in Ordnung ist. Eine ziemlich anständige Portion Salat kostet in der Regel nicht mehr als 4.000 Ariary, das ist die lokale Währung, und das sind umgerechnet nicht mehr als 1,50 Euro. Wasser, Softgetränke und Alkohol. Wasser solltet ihr auf Madagaskar nicht aus dem Wasserhahn trinken, es sei denn, es wird euch ausdrücklich empfohlen. Ihr könnt natürlich aber Wasser fast überall zu einem relativ günstigen Preis von 50 Cent die Flasche kaufen. Softgetränke gibt es auch, aber erwartet dort nicht die riesen Auswahl von Light mit Zucker, ohne Zucker, Geschmacksverstärkern, vegan, sondern es gibt meistens wirklich nur Fanta, vielleicht in 2 verschiedenen Geschmacksrichtungen, wenn ihr Glück habt. Lokales Bier, wie das von Three Horses zum Beispiel, ist relativ günstig, Wein dagegen teuer, da dieser importiert werden muss. Mit günstig meine ich 1 bis 2 Euro höchstens, Wein kostet dann um die 2 bis 3 Euro das Glas. Besonders empfehlen kann ich auch den lokalen Rum, der in den meisten Hotels in Geschmacksrichtungen wie Ingwer, Zimt, Zitrone kommt, wirklich unglaublich lecker ist und nie mehr als 1 bis 2 Euro das Glas kostet. Also das ist eventuell eine gute Alternative zum Wein oder zum Bier. Da Greg und ich digitale Nomaden sind und vom Internet aus arbeiten, haben wir uns auch in Madagaskar eine lokale SIM-Karte gekauft. Das Internet, WLAN und Wi-Fi in den Hotels ist wirklich sehr, sehr dürftig, wenn überhaupt vorhanden. Dementsprechend mussten wir uns da eben nach einer Alternative umgucken. Für unsere SIM-Karte von Telma haben wir für 8 GB um die 20 Euro bezahlt, was ich vollkommen in Ordnung finde, aber natürlich im direkten Vergleich mit den restlichen Preisen etwas teuer ist. Wenn ihr ausschließlich als Tourist unterwegs seid, braucht ihr vielleicht diese SIM-Karte nicht unbedingt. Es ist aber empfehlenswert für Google Maps zum Beispiel. Nochmal zusammengefasst rechne ich jetzt im Durchschnitt mit 10 bis 15 Euro an Verpflegung pro Tag, 40 Euro für die Unterkunft und um die 500 bis 700 Euro für den Fahrer. Alle Preise zusammengerechnet komme ich jetzt bei der günstigsten Variante auf 1.600 Euro pro Person für eine 14-tägige Reise. Wenn ihr etwas mehr ausgebt, also euch vielleicht für das teurere Hotel entscheidet, noch eine lokale SIM-Karte kauft, dann liegt ihr im Endeffekt bei 2.000 bis 2.300 Euro pro Person. Wenn ihr noch spezifische Fragen zu bestimmten Preisen habt, dann könnt ihr mir die gerne hier unter das Video kommentieren und ich beantworte sie gerne. Für weitere Tipps zu eurer Madagaskar-Reise schaut euch auch gerne meine weiteren Videos, insbesondere die Reiseguide-Videos an. Dort erfahrt ihr alles zu den Reisevorbereitungen und der Routenplanung für Madagaskar. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich fürs Reinschalten und wie ihr wahrscheinlich schon wisst, würde ich mich über den ein oder anderen Like und natürlich neuen Abonnenten freuen, denn dann weiß ich auch, dass ich auch in Zukunft solche Videos machen soll. Tschüss aus Hamburg und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.